Hey Leute, einer unserer Top-Shooter auf der PlayStation VR erscheint für die Oculus Quest 2. Am 17.03. erscheint Alvo für die Oculus Quest 2. Und wie sich das Spiel auf der Quest schlägt, das schauen wir uns jetzt mal an. So, da sind wir im Spiel Alvo. Also, erstmal hier das Hauptmenü. Sieht genauso aufgebaut aus natürlich wie die PlayStation-Version. Es flimmert auch alles so leicht, aber nicht schlimm. Alles in Ordnung. Also, hier kann man sich verschiedene Waffen-Loadouts zusammenstellen. Hier sieht man seinen Rang. Ich bin Rang 1, ich habe 80 Münzen. So, hier sind die verschiedenen Spielmodi. Es gibt Training gegen Bots, dann gibt es Free for All, also jeder gegen jeden. Dann gibt es Team Deathmatch und Search and Destroy. Keine Ahnung, warum das jetzt hier beides auf einem Button ist. Bei Search and Destroy muss man, das eine Team muss eine Bombe verstecken, das andere Team muss die Bombe entschärfen. So, dann kommt hier demnächst noch ein Schloss dran. Zombie-Modus, Hardpoint, weiß ich gar nicht genau, was das ist. Und dann gibt es noch Private Match demnächst. So, also die Modi gibt es auf der PlayStation auch noch nicht. Da steht auch noch Coming Soon. Also erstmal vom Umfang her anscheinend genauso wie die PlayStation-Version. So, hier links hat man noch ein Leaderboard. So, da ich euch erstmal die Steuerung ein bisschen zeigen möchte, gehen wir jetzt hier auf Training mit den Bots. Ich mache mal die Schwierigkeit auf einfach. Wähle jetzt hier zwischen einer der drei Karten jetzt hier aus. Town. Yes. Start. So, Ladebildschirm sieht schon mal aus wie auf der PlayStation VR. Sehr gut. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Also, Alvo ist ja auch auf der PlayStation VR kein High-End-Grafiktitel. Und ich würde mal sagen, das sieht nahezu 1:1 hier so aus wie auf der PlayStation VR. Die Auflösung ist noch ein bisschen besser als auf der PlayStation. Es jittert aber auch teilweise. Hier die Bäume, die flimmern ganz schön. Machen sie auf der PlayStation aber meines Erachtens auch. Ansonsten sieht das hier sehr gut aus. So, großer Unterschied zur PlayStation VR-Version ist, zumindest wenn man mit dem Aim-Controller spielt, so wie ich das ja sonst immer mache, ich habe jetzt hier zwei Waffen mit den Motion-Controllern. Und da schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Also, ihr schießt einfach ganz normal hier auf den Trigger-Tasten. Und zum Nachladen gibt es verschiedene Optionen, so wie ich es gesehen habe. Ich habe jetzt folgende Option gewählt. Und zwar zielt ihr mit den Pistolen einfach nach unten. Und die Waffen werden automatisch nachgeladen. Also genauso wie bei Pistol Whip zum Beispiel. Ihr müsst keine Taste drücken oder sowas. Ihr müsst einfach nur mit den Pistolen nach unten zielen. Oh. Und dann seid ihr auch schon tot. Und dann lädt er die Waffen nach. Also finde ich ganz gut. Press X. So, okay. Dann haben wir hier noch linke Schulter, X-Taste, haben wir noch ein Messer in der Hand. So, also wir können jetzt hier ein Messer in die Hand nehmen und auch in die andere Waffe, in die andere Hand eine Waffe. Oh, jetzt ist der schon tot. So, warte mal, ich möchte ganz gerne mal jemanden messern. Komm her. Das war aber nicht ich. Dann suchen wir uns mal jetzt hier jemanden zum Messern. Ja, es hat geklappt. Okay. Okay, funktioniert. So, Waffe stecke ich wieder weg, also das Messer stecke ich wieder weg. So, dann müsste ich eigentlich hier noch eine Granate haben. Genau, hier habe ich Granate. Ich greife mal an den Gürtel und drücke dann die A-Taste. Und dann... Ne, die Trigger-Taste nicht. Die auch nicht. Muss ich nochmal kurz umbringen. So, ey, sorry. Welche Taste musst du drücken? Nee. Okay, welche Taste drücke ich denn? Für... Nee, die drücke ich. Nee. Hallo, ich probiere gerade was. Ach so, vielleicht einfach die Wurfbewegung. Ach, ich muss einfach die Wurfbewegung. Naja, natürlich. Ist man als PlayStation VR-Spieler natürlich gar nicht gewöhnt, dass man sich hier so eine Bewegung ausführen muss bei dem Spiel. Habe ich noch eine Granate? Ne. Ach, schade, das war's. Kann ich leider nicht nochmal zeigen. Okay, das ist das. Ansonsten kann ich natürlich auch rennen,
kann sliden, über den Boden sliden. Dazu rennt ihr einfach und drückt dann die Sprungtaste. Ist es nicht, sondern die... Also man kann auch springen. Nachladen. Man kann hier auf der Taste kann man sich hinhocken oder auch hinlegen, meines Erachtens. Hey. Ah, genau, man kann sich auch hinlegen, wenn man lange drückt. Und wenn man die Taste halt beim Rennen drückt, dann slidet man. Dann kann man so ganz cool um die Ecke sliden. Okay. So, okay, das funktioniert schon mal super. Ich lasse mich mal abschießen, denn ich möchte mal ein anderes Loadout wählen. Zack. So, und zwar habe ich hier noch eine Zweihandwaffe. So, also hier kleben die zwei Hände, kleben erstmal hier fest dran. Kann ich machen, was ich will. Wenn ich aber die Grip-Taste drücke, die linke, dann lässt er die Waffe los. Kann auch mit einer Hand dann schießen. Und mit der Hand zum Beispiel jetzt hier noch... nee, Messer kann ich nicht rausholen. Gürtel auch nicht. Okay, eigentlich nützt es mir nichts. Ich kann... Oder ich muss aber die Hand von der Waffe nehmen, wenn ich jetzt nämlich nachladen möchte. Weil das ist jetzt dann wiederum wieder schon immersiv gemacht, dass ich hier das... Kriege ich leider nicht so richtig hin. Ah, doch, jetzt. Okay, das finde ich ein bisschen fummelig, muss ich sagen. Ich nehme nochmal das Maschinengewehr. Ja, ja, ja. Das habe ich noch nicht so richtig raus. Okay, also mit einer Hand zielt er aber ganz schlecht. Ach, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich's. Glaube ich zumindest. So. Ich greife hier. Also ich muss erstmal was rausschießen. Ah, ich greife an die Hüfte. Nehme das Magazin von der Hüfte und stecke es rein und dann legt er automatisch nach. Okay, also man muss jetzt nicht alles komplett manuell machen, also hier von wegen Magazin einsetzen und dann noch irgendwie spannen oder sowas. Also das nicht. Sondern wirklich nur im Prinzip das neue Magazin greifen vom Gürtel und dann in die Waffe reinstecken. So, okay. So, Zielen durch Kim und Korn. Funktioniert auch gut. Und da sind wir auch schon tot. Gut, das war erstmal die Karte jetzt hier gegen die Bots. Wir gucken mal weiter. Dann gucken wir mal noch ein bisschen, was es hier so gibt. Also wie gesagt, verschiedene Loadouts könnt ihr euch zusammenstellen. Hier gibt es verschiedene Waffen, die ihr kaufen könnt. Ja, die kosten halt Ingame-Währung. Ich habe jetzt im Augenblick 80 Münzen. Die nächste Waffe hier würde 350 kosten. Es gibt noch Schrotflinte, verschiedene Maschinengewehre, Snipergewehr. Oh, die Proto, die hatte ich glaube ich auf der Playstation, die war gut. So, das ist das Loadout. Dann gibt es hier noch verschiedene Kostüme. Da hatte ich immer hier das rote gehabt, das fand ich immer cool. Ja, und die Lady hier, die war mal Nessie gewesen. Genau, also die muss man auch erst freischalten. So, dann gibt es hier noch verschiedene Challenges. Das ist glaube ich neu. Kill 50 Player with a Headshot. Okay, da hat man nur so und so viel lange Zeit, um das abzuschließen und kriegt dann dafür eine Belohnung. Hier Experience-Punkte 400 und 275 Coins. Okay, sehr gut. So, dann gibt es hier noch die Option. Also ihr könnt auch noch verschiedene Vignetten einschalten, beim Springen, beim Laufen, während man in der Luft ist. Dann die Drehgeschwindigkeit kann man einstellen, man kann auch Smooth Turning oder aber auch Snap Turning machen. Dann kann man sich hier die Steuerung nochmal anschauen. Also es gibt diese Riffle Motion Einstellung, die habe ich jetzt. Zu der wechselt er halt, wenn ich eine zweihändige Waffe in der Hand habe. Und hier diese Dual Wield Einstellung, das ist dann das, wenn ich zwei Waffen in der Hand habe. Und dieses Riffle Static, das kann man irgendwie noch machen. Das ist dann für Leute, die
so einen Gunstock haben oder sowas, ja? So, was gibt's noch? Audio-Settings. Ups. Kann man alles anpassen. Sehr gut. Dann kann man hier noch Linkshänder-Modus und linkes Auge einstellen. Und hier habe ich noch ein paar Sachen aktiviert, die von Hause aus eigentlich aus sind. Hier sowas wie Show Match Timer habe ich angemacht. Und Show Minimap finde ich immer ganz gut. War auf der PlayStation auch schon standardmäßig aus. Keine Ahnung warum. Aber habe ich jetzt mal angemacht. Der Entwickler hat mich schon gewarnt, dass nicht wirklich viele menschliche Spieler jetzt hier zu finden sein werden vor Release. Deswegen gucke ich jetzt einfach nochmal ins Bot-Training rein. Wir starten nochmal die House-Map und mache die Bots mal auf Medium und starte. Also es scheint jetzt hier zum Quest-Release 3 Maps zu geben. Die House-Map, die Monastery heißt sie, glaube ich, und die Town. Auf der PlayStation gibt es schon noch die Wüste auf jeden Fall. Ich glaube, das war's. Die Wüste gibt es, glaube ich, noch. Also eine Karte mehr, glaube ich, auf der PlayStation. Wenn ich mich recht erinnere, haben es auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, leider. Wo es eigentlich wirklich echt Laune macht. Ich zeige euch mal den einen Sniper-Punkt, den ich so mag. So, Press X. Okay, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es für mich halt irgendwie komisch ist, ohne Aim-Controller zu spielen. Ohne Aim-Controller zu spielen. Ich bin halt ein totaler Aim-Controller-Fan, ne? Und so irgendwie keine Verbindung jetzt zwischen den beiden Controllern zu haben, ist für mich einfach ungewohnt. Ich weiß, da gibt es auch so einen Gunstock, aber habe ich halt nicht. So. So. Ich zeige euch jetzt mal hier eine Stelle, von der man wunderbar schön die anderen abschießen kann. Vor allem die Anfänger, die diesen Punkt nämlich nicht kennen. Und sich dann immer wundern, von wo sie abgeschossen werden. Das ist immer besonders lustig. Ja, also ich glaube hier die Texturen, die sind schon nochmal eine ganze Ecke lower als auf der PlayStation. Aber man kann wunderbar durch Kim und Korn zählen. Also das klappt echt gut. Wenn mal jetzt hier jemand auftauchen würde, da hinten ist er noch. Jawohl. Oh, da. Zielen klappt wunderbar. Ja, okay, klappt wunderbar. Also diesen Sniper-Punkt könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken. Oh shit. Ach, jetzt hat er mich abgeschossen. Das war ja klar. So, ich mache mal ein anderes Loadout. Ich mache mal hier die Doppelwaffen, die finde ich, glaube ich, geiler. Da komme ich mir irgendwie mehr Badass vor, wenn ich hier mit 2 Waffen rumrenne. Ja, Mann. Noch Fragen? Oh, shit. Jawohl. Aber das mit dem nach unten zeigen zum Nachladen finde ich ganz geil. Ich bin halt nicht der Fan so von... Ups, komplett manuellem Nachladen, habe ich keinen Bock drauf. Von daher finde ich das immer ganz nice, wenn du entweder nur einen Knopf drücken musst oder so wie hier einfach nach unten zeigen musst. Das ist auch eine echt gute Idee. In die Ecke geslidet. So, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich vor allem drauf, wenn das Spiel dann mal Crossplay hat. Und dann die PlayStation-Jungs zusammen mit den Quest-Jungs spielen können. Da habe ich Bock drauf. So, wir gucken uns jetzt nochmal die dritte Karte an, die es jetzt hier gibt. Das ist immer ein ziemliches Gemetzel auf der Karte.
weil die sehr klein ist. Ah ne, die Fabrik-Kiste, die gibt es auch noch auf der PlayStation. Also es gibt zwei Karten mehr auf jeden Fall. Es gibt noch die Wüste und die Factory noch auf der PlayStation. Ich denke mal, die werden dann hier auch nachgeliefert werden. Die sind beide recht groß, deswegen sind sie damit vielleicht noch nicht fertig mit der Anpassung. Da konnte man gerade bei der Factory Map kann man auch sehr gut snipern. Das war immer sehr, sehr schön gewesen. So, also ich zeige euch jetzt nochmal hier die Monastery-Karte. Okay, so. Ich weiß auch nicht, ob es hier dann zum Beispiel auch die Enten gibt, die man einsammeln kann. Da haben wir ein Video auf der PlayStation gemacht. Scheiße. Wie man alle Enten findet. Ah, da in der Ecke war eine. Keine Ahnung, komme ich jetzt nicht hin. Okay. Noch Fragen, Leute? Ja, Mann. Oh, der hat einen Sniper gehabt. Das nützt ihm hier bei der Karte recht wenig. Jawohl, der ist tot. Okay. Also ein sehr schneller Shooter. Ah! Zack. Also ein sehr schneller Shooter. Und gerade dieser Search and Destroy Modus, den finde ich halt persönlich ziemlich cool. Der ist halt sehr stark an Counter-Strike orientiert. Mit der Bombe. Und finde ich auch ziemlich cool. Dieser Free-for-All-Modus hier ist halt immer auch ein ziemliches Gemetzel einfach, ne? Also hier ist auch nicht viel mit Taktik. Einfach nur drauf losrennen und losballern. Aber Team Deathmatch und Search and Destroy. Und wie gesagt, es kommt auch noch der Privatmodus, da warten wir sowieso schon die ganze Zeit drauf. Der Privatmodus und dann noch der Zombie-Modus, das ist bestimmt auch ganz lustig. Also noch eine ganze Menge an Content, was hier definitiv noch kommen wird. So, das soll es gewesen sein vom ersten Eindruck von Alvo auf der Quest 2. Ein sehr guter Shooter jetzt hier für die Oculus Quest 2. Mir fehlt natürlich noch jetzt gerade am Anfang so ein bisschen mein Aim-Controller. Ich bin ein großer Fan vom Aim-Controller. Aber ansonsten macht das Spiel hier auf der Quest 2 einen sehr guten Eindruck. Und ich freue mich schon darauf, irgendwann Crossplay PlayStation VR gegen Quest 2 Spieler. Das wird definitiv gut. Also wir sind gespannt, was hier auch noch alles dann in dem Spiel passiert in nächster Zeit. Können wir gespannt sein. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.